Panama will unbedingt von der schwarzen Liste der EU runter und wird deshalb wohl die Territorialbesteuerung wenigstens teilweise abschaffen. Was das genau für dich bedeutet, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Lateinamerika auseinandersetzt, wenn Panama für dich eine Option ist, sei es für einen Plan B oder um dahin auszuwandern oder eben eines der vielen anderen hochattraktiven Länder Lateinamerikas, sei es in puncto Staatsbürgerschaft, in puncto Plan B oder in puncto Auswanderung, vor allen Dingen auch natürlich um Steuern zu optimieren, dann lade ich dich zu unserem Lateinamerika-Symposium ein, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten, ein intensives Seminar, wo wir uns nicht nur mit einem Land Lateinamerikas befassen, sondern mit sage und schreibe sogar 12. Mein Kollege Harley hat dieses Jahr wieder alle 12 Länder Lateinamerikas bereist, zu denen wir dich beraten können, zu denen wir dir Dienstleistungen anbieten können. Wir können dir helfen, dort eine Residenz zu etablieren, den Aufenthaltstitel zu bekommen, die steuerliche Ansässigkeit sicherzustellen und natürlich auch möglicherweise eine Staatsbürgerschaft bzw. einen Zweitpass zu erwerben. Harley wird dir direkt von seiner Erfahrung vor Ort und den neuesten Entwicklungen berichten. Und natürlich setzen wir uns auch wieder mit den steuerlichen Implikationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auseinander, wenn man nach Lateinamerika ziehen will, was man diesbezüglich beachten muss und natürlich, was man heute schon jetzt tun kann, ohne auszuwandern, um dort in Lateinamerika die ersten Schritte zu machen. Wenn dich das interessiert, würde ich mich freuen, wenn du nach Zürich kommst. Termin auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun einmal zurück zum eigentlichen Thema. Im panamesischen Parlament in Panama City haben Diskussionen dazu begonnen, das territoriale Steuersystem in Panama wenigstens teilweise abzuschaffen. Hier gibt es einen Gesetzesvorschlag. Das Gesetz hat die Nummer 641. Was ist der Hintergrund dafür? Nun, du weißt vielleicht, Panama ist auf der schwarzen Liste der EU der Steueroasen und das ist natürlich für Panama unter bestimmten Bedingungen nicht sehr angenehm, denn es ist damit zum Beispiel für panamesische Unternehmen sehr schwierig, zum Beispiel mit Konzerngesellschaften in Deutschland abzurechnen. Du hast ja vielleicht gehört in Deutschland vom Steueroasenschutzgesetz. Davon sind automatisch alle Geschäfte betroffen mit Geschäftspartnern, die sich in einem dieser Länder befinden. Das macht die Zusammenarbeit mit Gesellschaften in solchen Ländern schwierig bis unmöglich. Und der panamesische Präsident glaubt also, dass das die Entwicklung Panamas hemmt. Und deswegen möchte man von dieser Liste runter. Damit ein Land von dieser Liste runtergenommen wird, ist eine der Bedingungen, welche die EU stellt, dass man eben unter bestimmten Voraussetzungen jedenfalls kein komplett territoriales Steuersystem hat. Das heißt, dass bei der Besteuerung nicht ein reines Territorialprinzip angewandt wird. Und genau darum geht es bei diesem Gesetz. Schauen wir uns das Ganze doch zunächst mal konkret an. Also zunächst mal will ich dir die schwarze Liste der EU zeigen, die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke. Die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke ist Teil der Bemühungen der EU zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Die Liste umfasst Länder, die ihren Verpflichtungen zur Einhaltung der Kriterien für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nicht nachgekommen sind und Länder, die sich geweigert haben, dies zu tun. Jetzt scrollen wir mal runter. Welche Länder sind darin aufgeführt? Der Rat hat am 17. Februar 2026 die Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke angenommen. Es stehen 10 Länder und Gebiete auf der Liste. Also Länder, die nicht mit der EU zusammenarbeiten oder ihre Verpflichtungen nicht vollständig erfüllen. Amerikanisch Samoa, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russland, die Turks- und Caicos-Inseln, die amerikanischen Jungferninseln, Vanuatu und Vietnam. Das heißt also ganz konkret, wenn wir das Beispiel deutscher Gesellschaften nehmen, deutscher Unternehmen nehmen, die jetzt zum Beispiel mit Lieferanten oder Konzerngesellschaften in einem dieser Länder zusammenarbeiten, müssen hier dann mit strengeren Betriebsprüfungen rechnen. Zum Teil können sie zum Beispiel auch Rechnungen aus diesen Ländern dann nicht als Betriebsausgaben absetzen. Also es ist jetzt für Unternehmen schon eine ziemlich lästige Sache,
muss man sagen. Daher eben das Interesse Panamas, von dieser Liste runterzukommen. So, hier nun ein Pressebericht vom 11. Mai 2026 zu dem, was hier gerade in Panama verhandelt wird. Lawyers warn of capital flight in Panama as Chapman justifies reform to the tax code. Also Rechtsanwälte in Panama warnen vor einer regelrechten Kapitalflucht in Panama, wenn eine solche Steuerreform nun kommen solle. Schauen wir uns den Artikel einmal weiter an. The Economy and Finance Committee of the National Assembly began the first debate on Monday, 11th of May on Bill 641, which reforms the tax code. Also dieser parlamentarische Ausschuss hier hat am 11. Mai mit der Verhandlung begonnen. Hier sehen wir auch ein Bild aus diesem Ausschuss. Panama is reforming its tax code in 2026 primarily to align with international transparency standards, remove itself from the European Union and FATF gray lists of non-cooperative jurisdictions, and increase government revenue through tighter controls and multinational corporations. The reforms, spearheaded by President José Raúl Molino and Minister of Economy and Finance Felipe Chapman, focus on forcing international companies to demonstrate real economic substance, actual operations, personnel and offices in Panama to maintain favorable tax Treatment. Also hier siehst du schon, werden graue Listen genannt. Nun, das stimmt natürlich nicht, denn wir haben uns ja gerade die Liste der Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes angeschaut. Das ist also die schwarze Liste der EU, nicht die graue. Das ist in diesem Artikel hier falsch beschrieben. So, was jetzt aus diesem Artikel zunächst schon mal sehr deutlich wird, ist ja, dass es scheinbar nur um International Companies zu gehen scheint. Also grundsätzlich einmal um Unternehmen und nicht um natürliche Personen. Und dann soll es auch nur um internationale Unternehmen gehen. Das ist natürlich ein interessantes Detail. Was bedeutet das? Was also offensichtlich zu passieren scheint, ist das Gleiche, was auch in Costa Rica im Jahre 2023 und 2024 passiert ist. Auch damals gab es ja einige Presseberichte aus Costa Rica, die manche dann falsch verstanden haben, dass Costa Rica das territoriale Steuersystem ganz abschaffen wird. Tatsächlich ging es auch in Costa Rica nur um internationale Unternehmen, die entsprechend dort nun Steuern bezahlen müssen. Und das Gleiche scheint nun auch in Panama der Fall zu sein. Vor einigen Jahren eben wurden ähnliche Änderungen auch in Uruguay eingeführt. Um was geht es hier ganz konkret? Also mit internationalen Unternehmen sind Tochtergesellschaften von internationalen Konzernen gemeint. Damit bist nicht du als natürliche Person gemeint, die in Panama wohnt. Damit bist auch nicht du gemeint, wenn du in Panama wohnst und zum Beispiel eine amerikanische LLC betreibst. Und damit bist auch nicht du gemeint, wenn du in Panama wohnst und ein panamesisches Unternehmen betreibst. Gemeint sind damit Tochtergesellschaften von internationalen Unternehmen, Tochtergesellschaften, wo also die Muttergesellschaft im Ausland ansässig ist und nicht in Panama. Grundsätzlich wird in Panama nach Territorialprinzip besteuert. Das heißt, sowohl bei natürlichen Personen als auch bei juristischen Personen sind Einkünfte bzw. Gewinne, die keinen Berührungspunkt haben zu Panama, weil sie zum Beispiel im Ausland generiert werden und nicht von einer Betriebsstätte in Panama bzw. nicht von einer Person, die in Panama dafür arbeitet, komplett von der Steuer ausgenommen. Das heißt, sie müssen weder in der Steuererklärung aufgeführt werden, noch werden sie dort momentan besteuert. Das führt natürlich nun dazu, dass es unendlich viele Briefkastengesellschaften in Panama gibt. Das heißt also, sagen wir mal, ein internationales Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gründet eine Gesellschaft in Panama und diese Gesellschaft in Panama stellt dann Rechnungen an andere Konzerngesellschaften, die ebenfalls Töchtergesellschaften dieser Schweizer Holding sind. Da diese Gewinne nichts mit Panama zu tun haben, sind diese Gewinne in Panama momentan komplett von der Steuer ausgenommen und das soll sich genau ändern. Was verlangt die EU? Die EU verlangt, dass einer von zwei Konditionen erfüllt ist. Entweder müssen diese ausländischen Gewinne mit der Mindeststeuer von 15% besteuert werden oder aber es gibt tatsächlich Substanz in Panama, das heißt, es gibt wirklich Geschäftsräume, es gibt Mitarbeiter, es gibt einen Geschäftsführer. Dann würde aber natürlich das Risiko bestehen, dass die Gewinne eben dann in Panama lokal besteuert werden. Also das ist die Bedingung der EU. Das Gleiche galt eben auch schon für Costa Rica. Wenn Panama diese Bedingungen erfüllt in Bezug auf internationale Unternehmen, Tochtergesellschaften von internationalen Konzernen, dann sind die Chancen laut der EU ganz gut, dass Panama von den entsprechenden Listen runtergenommen wird.
Das hat aber, wie gesagt, mit natürlichen Personen nichts zu tun. Das heißt, wenn du in Panama lebst, brauchst du dir nach aktuellem Stand keine Sorge darüber machen, ob jetzt deine ausländischen Einkünfte weiterhin steuerfrei sind. Das steht nicht zur Debatte. Es geht tatsächlich nur um Unternehmen und dann eben auch nur um internationale Konzerngesellschaften. Kann sich das in Zukunft ändern? Letztlich kann man das auch mit der Situation in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai vergleichen, wo ja auch vor kurzem eine Körperschaftssteuer eingeführt wurde. Wobei, wie gesagt, eine Körperschaftssteuer gibt es ja ohnehin schon in Panama. Jetzt werden einfach nur ausländische Gewinne der entsprechenden Steuer unterzogen, beziehungsweise sogar einer reduzierten Steuer. Also, so musst du das Ganze einordnen. Das hat mit der natürlichen Person zunächst mal nichts zu tun. Könnte sich das ändern in Zukunft? Wer weiß? Vielleicht ändert die EU in Zukunft ihre Bedingungen und sagt, wir setzen euch wieder auf die schwarze Liste, weil auch natürliche Personen nach wie vor ihre ausländischen Einkünfte nicht versteuern müssen. Wobei das aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich ist. Wir sehen das ja auch innerhalb der EU. Wenn du wirklich in ein steuergünstiges ausländisches Land innerhalb der EU ziehst, dann kann allein schon aus der Perspektive des internationalen Rechtes eigentlich die EU relativ wenig machen, wenn du wirklich in dem Land lebst. Denn du bist ja tatsächlich ein Steuerbürger dieses Landes und dann fällst du unter die Jurisdiktion dieses Landes. Höchstens deine beschränkt steuerpflichtigen Gewinne können dann noch von einer entsprechenden Steuer betroffen sein. Und das ist ja bereits heute auch die Realität. Und dann gibt es ja Zusatzregeln wie in Deutschland, wie zum Beispiel die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wo dann der Katalog der betroffenen Inlandseinkünfte, die noch unter die deutsche Besteuerung fallen, erweitert wird und man noch 10 Jahre weiterhin in Deutschland Steuern darauf zahlen muss. Also daher, man kann hier eine gewisse Entwarnung geben, meiner Meinung nach. Auch dieses Gesetz 641 ist nicht ganz unproblematisch. Wie ja schon der Titel des gerade zitierten Artikels auch bezeugt, gibt es großen Widerstand diesbezüglich in Panama. Ein konkretes Beispiel, was viele Anwälte als einen kritischen Punkt sehen, ist die Schifffahrt. Panama hat ja ein sehr großes Schiffsregister und diese Schiffe sind natürlich alle über eine bestimmte panamesische Gesellschaft registriert und diese Gesellschaften sind dann Tochtergesellschaften von internationalen Handelsgesellschaften und Speditionen. Die Gewinne, die aber hier erwirtschaftet werden, müssen natürlich nicht in Panama besteuert werden, aber selbstverständlich haben diese Gesellschaften keine Substanz in Panama. Es geht ja nur darum, dass das Schiff letztlich auf diese Gesellschaft registriert ist. So, jetzt ist die Frage, was da passiert. Macht man eine Ausnahme für die Schifffahrt? Ist eine solche Ausnahme für die EU akzeptabel? Das sind eben Details, die man noch klären wird. Generell kann man sagen, dass natürlich ziemlich bedenklich ist, dass die EU hier einen so großen Einfluss hat, aber das ist natürlich auch durch die Größe des EU-Binnenmarktes gegeben. Da ergibt sich natürlich eine geballte Wirtschaftsmacht und deswegen kann die EU solche Regeln auch festlegen. Wie gesagt, Panama ist jetzt nicht der erste Fall. In Costa Rica und Uruguay ist das Gleiche in den letzten Jahren passiert. Deshalb nochmal, wenn du planst, nach Panama umzuziehen oder bereits in Panama wohnst und dir jetzt Sorgen machst, was mit deiner persönlichen Steuerpflicht passieren könnte, kann man, glaube ich, deutlich Entwarnung geben. Hier muss man sich nicht von Panama wegorientieren. Ich kann mich an die gleiche Diskussion erinnern hinsichtlich Costa Rica. Viele besorgte Mandanten riefen damals bei uns an und sagten, naja, kann man jetzt noch in Costa Rica steueroptimiert leben? Kann man jetzt da noch hinziehen? Oder soll man es besser nicht machen? Man konnte relativ schnell Entwarnung geben. Natürliche Personen waren von den Gesetzesänderungen nicht betroffen. Und so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie es jetzt aussieht, auch in Panama der Fall sein. Also in diesem Sinne, wenn auch du mit einer Auswanderung nach Panama liebäugelst oder nach Lateinamerika, kann man nur sagen, volle Kraft voraus. Wir können dich gerne dabei unterstützen, beratend hinsichtlich Aufenthaltstiteln, Firmengründungen, Kontoeröffnungen, nicht nur in Panama, sondern eben auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich dir raten, mit meinem Kollegen Harley ein Beratungsgespräch zu buchen oder am besten natürlich zu unserem Event in die Schweiz zu kommen. Übrigens machen wir auch einen jährlichen Event in Mexiko, in Playa del Carmen. Dort sind dann Rechtsanwälte und Steuerberater aus all den 12 Ländern Lateinamerikas, zu denen wir Dienstleistungen und Beratung anbieten können, mit dabei. Auch das ist vielleicht für dich interessant. Alle weiteren Details auf unserer Website, der Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir beraten seit 20 Jahren Mandanten, die sich genau mit solchen Fragen auseinandersetzen, die ins Ausland wollen, die die EU verlassen wollen, die sich steuerlich optimiert aufstellen wollen. Ich selbst habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst das auch nicht tun und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.